Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine kleine Tasche Klatsch häkelt. Auf meinem Kanal gibt es Video für diese Tasche. Die sieht ähnlich aus, aber es wird anders gehäkelt. Und man braucht nichts ausrechnen, Anfangsmaschen und so weiter. Also diese Tasche, diese Klatsch ist ganz einfach zu häkeln. Man kann auch selber variieren direkt die Breite und danach auch die Höhe. Abmessungen für diese Tasche sind 23 cm in die Breite und 15 in die Höhe. Ich habe so eine Acrylkette zum Tragen ausgesucht. Man kann auch eine Lane, Gurt oder auch Metallkette befestigen. Sieht auch schön aus. Diese Tasche hat auch einen Magnetknopf zum Schließen und sieht so innen aus. Gehäkelt habe ich aus Cottonfilet 3 mm. In einem Knäuel ist 200 Gramm und 100 Meter. Diese Tasche wiegt genau 200 Gramm. Also, wenn ihr für diese Abmessung alles häkelt, so wie ich, ein Stück reicht. Ich habe auch extra weiße 2 Reihen gehäkelt, also dann heißt so eine und ein bisschen andere Farbe. So, gehäkelt habe ich mit Häkelnadel Nummer 6. Außerdem braucht man Maschenmarkierer, eine Wollnadel zu vernähen, Schere und ein Maßband. Und fangen wir an. Als erstes Amigurumi-Ring. Einmal fixieren. Wenn diese Endstück lässt sich hin und her leicht bewegen, das ist alles richtig. Dann in diese Amigurumi-Ring 5 Festmaschen. Diese Endstück ziehen und schauen Sie, zählen Sie nach 1, 2, 3, 4, 5. Und in die dritte, in die mittlere, einen Maschenmarkierer reinsetzen. Das wird unsere Mitte sein. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Gehäkelt wird immer unter der einen Faden, und zwar diese hintere Faden. In die erste Masche und in die zweite Masche verdoppeln wir. 2 Festmasche in eine Stelle. Und genau hier auch. Dann Mitte, Maschenmarkierer abmachen. Hier häkelt man eine Festmasche, eine Luftmasche und wieder eine Festmasche. Und diese mittlere Luftmasche werden wir auch markieren. Und jetzt die zwei, genau symmetrisch wie die Seite, verdoppeln. 2 Stück hier und 2 Stück da. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Diese Reihe und weitere Reihen werden wir nur am Anfang zusammen machen und am Ende zusammen machen. Mittlere Masche wird immer das gleiche sein. Eine Festmasche, eine Luftmasche, eine Festmasche. Und diese Maschenanzahl wird gleich sein wie die Seite. Also, erste Masche hier, 2 Festmaschen reinhäkeln. Dann bis zur markierten Stelle 1, 2, 3, 4 einzelne. Markierte Stelle ist Mitte, eine Festmasche, eine Luftmasche
eine Festmasche und mittlere Masche wieder markieren. So, jetzt schauen Sie die Seite. 1, 2, 3, 4 und die allerletzte verdoppeln wir. Und jetzt die letzte. Eine Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Alle weitere Reihen häkelt man genau wie vorherige Reihe. Hier bei der ersten Masche Zunahme, 2 Stück in einer Stelle, dann alle einzelne bis zur Mitte, in die Mitte eine Masche, eine Luftmasche und wieder eine Masche. Dann einzelne bis zu Ende und am Ende hier, schauen Sie, dass immer ein bisschen zur Seite steht, hier wieder verdoppeln. Und ab und zu zählen Sie nach, diese Seite soll gleich wie diese Seite sein, also dieselbe Maschenanzahl. Und man häkelt das so weiter, bis man nötige Breite von Tasche hat. 18 oder 20 cm messen Sie dann hier, ob das genug ist. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Ich habe 8 Reihen gehäkelt. In die Breite ist es 22 cm. Und ich habe insgesamt 35 Maschen. Also eine markierte oben, 17 hier, 17 da. Ab jetzt werde ich geradeaus häkeln die Seiten. Und das geht folgendermaßen. Am Ende Luftmasche zur Steigerung dreht man rum. Wir werden in jeder Reihe jetzt Abnahme machen. Hier 2 Maschen zusammen häkeln und am Ende 2 Maschen zusammen häkeln. Hier bleibt es wie vorher eine Festmasche, eine Luftmasche, eine Festmasche. So, man nimmt dieses Stück und dieses Stück und 3 auf einmal häkeln. Dann alle einzelne bis oben, bis markierte Stelle. An die markierte Stelle oben eine Festmasche, eine Luftmasche, eine Festmasche. Und die Luftmasche markieren. Und weiter bis zu Ende, also letzte 2 freilassen. Und die letzte Abnahme in dieser Reihe. Und alle 3 auf einmal häkeln. So, eine Luftmasche zur Steigerung und können Sie nachzählen. Hier 17 und hier 17 und das ist die Mitte. Also insgesamt 35 Maschen. Und so wird man weiter häkeln. Immer am Anfang Abnahme, am Ende Abnahme und Luftmasche zur Steigerung nicht vergessen. Und man häkelt das so weiter in die Höhe. Da ich am Ende noch mit weißer Farbe häkle, ich sag mal ungefähr 40 cm plus minus, ich schaue dann. Und treffen wir uns dann wieder. Ich habe 28 Reihen gehäkelt, in Zentimeter 38. Und weiter werde ich mit weißer Farbe häkeln, noch ein paar Reihen. Bei der letzten Masche, hier Abnahme habe ich gemacht und Luftmasche häkle ich schon mit weißer Farbe. Ich habe den Graugarn abgeschnitten. So, eine Luftmasche, dreht man rum und weiter dasselbe, erste und zweite Abnahme. Und weiter wie gewöhnlich. So sieht jetzt die Tasche aus.
Endabmessungen. In die Höhe 40, in die Breite 23. Jo, 23. So, jetzt schauen Sie hier am Ende. Mache ich noch eine Luftmasche und ziehe ich Garn raus. Diese Endstücke durch mehrere Maschen ziehen, weiße in die weiße ziehen hier, eine kleinere Häkelnadel nehmen und einfach so runterziehen, ein paar Maschen und auch vernähen. Da diese Tasche aus Baumwolle ist, kann man auch in Waschmaschine waschen. So. Und so weit verstecken. So wie die Grau auch. Durch mehrere Maschen ziehen und auch vernähen. Als nächstes muss man aber nicht, diese Seite hier einmal mit Festmaschen umhäkeln, damit hier gerade wird alles und schön. Diese Endstück auch verstecken und auch vernähen. So. Ich mache diese Seite mit Festmaschen. Ich fange hier ganz am Ende an. Dieses Endstück direkt hinlegen. Es wird reingehäkelt. Erste Masche da. Dann finden Sie immer irgendwelche Stelle, wo kann man reingreifen, unter der einen Faden oder unter der zwei, wie es besser. Und regelmäßige Abstände, damit die Maschen gleich hier werden. Immer schauen, wo kann man reingreifen. Und so weiter umhäkeln. So finde ich viel besser oben hier. So, letzte Masche hier. Ich habe ungefähr 1 Meter Garn gelassen. Ziehe ich das so raus. Und jetzt werde mir die Tasche zusammennähen. Also, das ist vorne, schöne Seite. Schauen Sie, wo fängt das Weiße an? Hier bis dahin lege ich das so zusammen. Man kann auch variieren, wie Höhe, wie kann man das bis ganz nach unten oder ein bisschen mittig so, wie ist es Ihnen lieber. Und dann erstmal fixieren. Mit Maschenmarkierer hier an die Seiten. So. Alles nochmal ausrichten, schauen, wenn das okay ist. Dann ist perfekt. So, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie kann man die Seiten verbinden. Erste Möglichkeit, man häkelt mit Festmaschen um, dann wird das noch ein bisschen breiter hier stehen. Oder man häkelt zusammen hier alles mit Kettmaschen, dann wird hier so ein Zopf entstehen. Und die dritte Möglichkeit, das mache ich. Ich vernähe einfach mit Wollnadel. Ich habe 1 Meter ungefähr gelassen, aber mit Wollnadel werde ich von innen vernähen. Das heißt, einmal Tasche auf die linke Seite. So. Die Maschenmarkierer nochmal fixieren. Und jetzt nähe ich von oben hier nach unten. So, Maschenmarkierer hier weg. Und ich gehe einfach in beliebige Stellen. Hauptsache, dass auch regelmäßig alles so zusammennähen.
schauen Sie immer, welche Stelle kann man greifen, unter einen Faden oder unter den zwei Faden und einfach so zusammennähen. So, ich denke, das macht er selbstständig bis zu Ende, genau wie auf die Seite auch. So sieht jetzt aus, alle Endstücke verstecken und vernähen, dann erst Tasche wieder auf die rechte Seite bringen und als letzter Strich Magnetknopf annähen. Zuerst diese dünnere Teilchen hier oben annähen, dann zumachen und empfehlenswert irgendwas in Tasche auffüllen. Handy, Schlüssel, egal was ihr wollt, dass ein bisschen Volumen bekommt. Und dann erstmal andere Teil richtige Platz finden. Es kann sein, dass der ein bisschen höher sitzen muss als normalerweise, wenn ihr nichts reintun und so nähen. Dann wird das ein bisschen runter noch ziehen. So, und das war's. Tasche ist fertig. Ich habe 2 Karabinerringe und eine Acrylkette befestigt. Zum Tragen kann man auch Gurt oder Metallkette befestigen oder ohne. Alles einfach als Klatsch tragen. So, Magnetknopf angenäht. So sieht das aus. Ich hoffe, meine Videos waren nützlich für Sie und hat es euch gefallen. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!